Wenn du dir dieses Video anschaust, dann weißt du wahrscheinlich schon, dass ETFs ein sehr einfacher und günstiger Weg sind, breit gestreut zu investieren. Was weniger einfach ist, wenn man es das erste Mal macht, ist die Auswahl des richtigen ETFs. Wir haben in Deutschland mehr als 1500 ETFs, die man kaufen kann, und da muss man sich erstmal durch den Dschungel durchwühlen. Deshalb gibt es heute von uns eine Checkliste, auf welche Kriterien kommt es an bei der ETF-Auswahl, welche Entscheidungen musst du dabei treffen und wo findest du die relevanten Informationen. 6 Kriterien schauen wir uns im Einzelnen an. Erstes Kriterium: physisch oder synthetisch replizierender ETF. Diese Frage wird manchmal so als Grundfrage bei der ETF-Auswahl bezeichnet. Es gibt aber, so viel gleich vorneweg, keine pauschale Antwort, welche Art jetzt besser ist. Ich fange mit dem physisch replizierenden ETF an. So ein physisch replizierender ETF enthält alle oder einen Teil der Wertpapiere aus dem zugrunde liegenden Index. Sprich, wenn du einen physisch replizierenden DAX-ETF kaufst, dann sind dort in der Regel die Aktien der 30 DAX-Firmen drin. Dadurch ist ein solcher ETF für den Anleger besonders transparent. Er kann aber ein paar Nachteile haben. Zum einen ist diese physische Replikation, also ich kaufe genau die Wertpapiere aus dem Index, nicht für alle Indizes geeignet. Wenn du dir vorstellst, du kaufst einen ETF auf einen eher ausgefallenen Index, dann sind die Wertpapiere unter Umständen nicht so liquide, also die werden nicht so oft gehandelt und dann entstehen dem ETF vergleichsweise höhere Kosten. Und so ein physischer ETF kann zum Teil auch ein bisschen stärker von dem Index, den er nachbildet, abweichen. So, damit komme ich jetzt schon zum synthetisch replizierenden ETF. Was bedeutet jetzt synthetisch? Synthetisch heißt, der ETF bildet die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht dadurch nach, dass er tatsächlich die Wertpapiere aus diesem Index kauft, sondern er schließt einen Vertrag mit einem Dritten, das kann zum Beispiel eine Bank sein, und dieses Tauschgeschäft, dieser sogenannte Swap, sichert dem ETF-Anbieter die Indexrendite. Die wird von dem Swap-Partner garantiert. Und im Gegenzug erhält der Swap-Partner eine Gebühr und die Rendite aus einem Korb von Wertpapieren. In so einem synthetisch replizierenden ETF können tatsächlich aber andere Wertpapiere als die aus dem Referenzindex drin liegen. Das heißt, er ist im Unterschied zum physischen für den Anleger auf den ersten Blick eben nicht so ganz transparent. Allerdings kann die synthetische Replikation für den Anleger Vorteile haben. Auch die Abbildung von exotischen, ausgefallenen Märkten ist dadurch ohne weiteres möglich. Und ein synthetisch replizierender ETF weicht unter Umständen etwas weniger stark von seinem zugrunde liegenden Index ab und die Kosten können niedriger sein. Was bei einem synthetisch replizierenden ETF aber noch dazu kommt, ist das sogenannte Kontrahentenrisiko. Ich habe ja angesprochen, die Wertentwicklung sichert er sich durch ein Tauschgeschäft. So, und jetzt könnte dieser Tauschpartner ausfallen. Und theoretisch könnte dadurch dem ETF oder auch dem Anleger ein finanzieller Schaden entstehen. Allerdings ist dieses Kontrahentenrisiko gesetzlich begrenzt und dieses Tauschgeschäft ist auch durch Wertpapiere besichert. Unterm Strich kann man sagen, beide physische wie synthetisch replizierende ETFs sind für Anleger gut geeignete Instrumente. Man kann also nicht sagen, dass synthetische jetzt besonders gefährlich seien. Man sollte sich das Thema aber auf jeden Fall anschauen, einfach um zu verstehen, was für ein Finanzprodukt man kauft. Wenn ich das Thema tiefer interessiert, wir haben dazu schon mal ein ausführliches Video gemacht, das wir an der Stelle verlinken. Zweites ganz wichtiges Kriterium: wie hoch sind denn die Kosten meines ETFs? Erste Orientierung liefert mir da die Gesamtkostenquote, auf Englisch Total Expense Ratio oder abgekürzt TER. Die sollte ich mir auf jeden Fall anschauen. Wo tue ich das? Ich rufe die Webseite des ETF-Anbieters auf oder schaue mir dort das sogenannte Factsheet an. Darin wird zum Teil die TER auch unter Begriffen wie laufende Kosten aufgeführt. Das ist immer eine Prozentangabe und dieser Wert gibt den Anteil an, der laufend als Kosten aus dem Fondsvermögen abgezogen wird. Laut dem Magazin Extra ETF kosten in Deutschland handelbare ETFs im Mittel 0,3%. Im Mittel heißt, die Hälfte ist teurer, die Hälfte günstiger. Schauen wir uns das aufgefächert nach Anlageklassen an, dann kosten Aktien-ETFs im Mittel 0,3%, Anleihe-ETFs sind mit 0,18% etwas günstiger und Rohstoff-ETFs dagegen sind mit 0,49% teurer. Wenn ich jetzt wissen möchte, ist mein ETF eher günstig oder teuer, dann hänge ich mich jetzt nicht an diesem Anker von 0,3% auf, sondern ich muss mir immer anschauen, innerhalb meiner Anlageklasse, was kosten denn vergleichbare ETFs. Die TER ist in der Regel der größte und der wichtigste Kostenfaktor. Was ist darin enthalten? Zum Beispiel die Managementgebühr oder auch die Kosten für die Wertpapierverwahrung.
Allerdings führt jetzt der Begriff Gesamtkostenquote auch wieder so ein bisschen in die Irre, denn tatsächlich sind darin eben nicht alle Kosten enthalten. Wenn beispielsweise wegen einer Indexänderung der ETF Wertpapiertransaktionen vornehmen muss, dann entstehen zusätzliche Kosten und umgekehrt kann ein ETF zum Beispiel durch Wertpapierleihe zusätzliche Erträge erwirtschaften. Auch sowas wirkt sich ja auf die Kosten aus. Deshalb sollte ich mir als Anleger immer mal auch anschauen, wie stark weicht denn der ETF eigentlich vom Referenzindex ab. Diese Abweichung ist die sogenannte Tracking Difference und auch die finde ich im Factsheet. Im Factsheet ist für verschiedene Zeiträume in der Regel die Performance des Fonds, des ETFs und die Performance des Index angegeben. Und die Differenz zwischen den beiden, die kann von Jahr zu Jahr ein bisschen anders ausfallen. Die Werte der Vorjahre können mir hier aber eine gewisse Orientierung geben, wie hoch die ausfällt. Dritte Frage, wie liquide ist denn mein ETF? Liquidität bedeutet letztlich, wie gut ist ein Wertpapier handelbar? Wenn eine Aktie oder ein ETF auf einem bestimmten Markt sehr oft gekauft und verkauft wird, dann ist die Liquidität tendenziell eher hoch. Das heißt, ich finde für einen ETF-Anteil eigentlich jederzeit leicht einen Käufer oder wenn ich ETF-Anteile kaufen möchte, dann finde ich in der Regel immer jemanden, der mir den verkauft. Wenn ich jetzt aber einen ETF auf einen sehr seltenen Nischenmarkt habe, dann ist es unter Umständen schwierig, da jemanden zu finden, der mir den verkauft oder an den ich den loswerden kann. In so einem Fall ist dann die Liquidität vergleichsweise niedrig. Warum ist das relevant? Liquidität wirkt sich letztlich auch auf die Kosten aus. Und zwar ist bei geringer Liquidität tendenziell die Geldbriefspanne höher. Die Geldbriefspanne, also der Unterschied zwischen dem Kauf- und dem Verkaufkurs. Wenn ich ein ETF-Anleger bin, der häufig kauft und verkauft, dann kann eine hohe Geldbriefspanne auf Dauer für mich zu einem relevanten Kostenfaktor werden. Wenn ich jetzt dagegen Langfristanleger oder ein reiner Sparplansparer bin, dann ist die Liquidität nicht so relevant. Dennoch lohnt es sich, sich mal zu einer ersten Einschätzung anzugucken. Kein Muss, sondern eher was für Experten ist es, zum Beispiel auf der Website der Deutschen Börse sich mal die Handelsstatistiken für ETFs anzuschauen. Die werden dort jeden Monat veröffentlicht und dort gibt es auch immer ein sogenanntes Xetra-Liquiditätsmaß. Das ist eine Kennzahl dafür, wie liquide ein einzelner ETF ist. Viertes Kriterium, zu dem ich mir auf jeden Fall eine Meinung bilden und zu dem ich auf jeden Fall eine Entscheidung treffen muss, ist die Frage nach ausschüttend oder thesaurierend. Auch hier vorab, es gibt nicht die Aussage, die eine oder die andere Art von ETF ist für alle Anleger besser, sondern es kommt darauf an, was möchtest du denn haben? Was ist jetzt der Hintergrund dieser Frage? In einem ETF entstehen ja Erträge, zum Beispiel durch die Dividendenausschüttungen der enthaltenen Aktien. Bei einem ausschüttenden ETF bekomme ich jetzt solche Erträge direkt ausgezahlt. Bei einem thesaurierenden ETF dagegen werden diese Erträge automatisch wieder angelegt, sie bleiben also gewissermaßen im ETF drin. Mit einem ausschüttenden ETF sichere ich mir also durch diese Ausschüttungen regelmäßig ein gewisses Zusatzeinkommen und ich kann dann frei entscheiden, was ich mit dem Geld mache. Entweder gebe ich es aus, behalte es oder ich lege es wieder neu an. Bei einem thesaurierenden dagegen nimmt der größte Teil der erzielten Erträge wie Dividenden automatisch an der weiteren Wertentwicklung teil, ohne dass ich was tun muss. Und das heißt auch, ich profitiere automatisch stärker vom Zinseszinseffekt. Warum habe ich jetzt gesagt, der größte Teil? Nun, auch bei einem Thesaurierer wird jährlich die sogenannte Vorabpauschale abgezogen, aber abgesehen davon muss ich die Erträge eines thesaurierenden ETFs erst dann versteuern, wenn ich die Anteile wieder verkaufe. Bei einem ausschüttenden ETF dagegen muss ich die ausgezahlten Erträge sofort versteuern. Tatsächlich Steuern zahlen muss ich, wenn ich mit diesen Erträgen über meinen Sparerpauschbetrag von aktuell 801 € komme. So, was heißt es jetzt? Wenn ich gerade erst mit dem Anlegen anfange, kleine Beträge investiert habe, dann komme ich natürlich mit den Ausschüttungen nicht so schnell über die Grenze von 801 € und dann kann auch ein ausschüttender ETF für mich steuerlich günstig sein. Unterm Strich, sowohl das eine als auch das andere kann für dich das Richtige sein. Der Thesaurierer ist auf jeden Fall dann die bequemere Variante, wenn du sagst, ich möchte meine Erträge auf jeden Fall wieder anlegen. Wie erkenne ich, ob mein ETF ausschüttend oder thesaurierend ist? In vielen Fällen schon am Namen. Da sind dann hinten Kürzel angehängt wie ACC für Accumulating, also einen thesaurierenden, oder DIS oder DIST für Distributing, also einen ausschüttenden ETF. Ganz sicher gehe ich auch hier, wenn ich ins Factsheet schaue oder auf die Website des ETF-Anbieters. Zum Teil finde ich im Factsheet auch Angaben, in welchen Monaten
Ausschüttungen ausgezahlt werden bei einem ausschüttenden ETF. 5. Frage: Wie alt und groß ist mein ETF? Warum hat mich das zu interessieren? Nun, wenn ein ETF auf Dauer zu wenig Geld einsammelt, dann kann die Fondsgesellschaft ihn unter Umständen nicht wirtschaftlich betreiben und dann kann es vorkommen, dass sie den ETF auch mal wieder schließt. Das Geld geht natürlich dann nicht verloren, aber unter Umständen wird der ETF verschmolzen mit einem anderen, der vielleicht nicht ganz der Ausrichtung entspricht, die ich mal gewählt habe, oder ich bekomme das Geld wieder ausgezahlt und muss mir dann selber eine neue Anlagemöglichkeit suchen. Deshalb mal einen Blick drauf werfen, wann wurde der Fonds aufgelegt und wie viel Volumen verwaltet der. Auch die Angaben dazu findet man auf der Website oder im Factsheet. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel sehe, ein ETF ist seit 10 Jahren am Markt, hat ein Volumen von 500 Millionen Euro, dann ist das zumindest aus diesen Gründen wohl eher kein Schließungskandidat. Die Börse Frankfurt hat mal als Hausnummer so eine Zahl von 50 bis 100 Millionen Euro genannt, ab der ETF-Anbieter ETFs wirtschaftlich betreiben können. 6. und letzte Frage: Ist denn mein ETF sparplanfähig? Diese Frage ist relevant für jeden, der durch regelmäßige Beträge Vermögen aufbauen will. Ob 25, 100 oder 250 Euro im Monat. Ob jetzt ein ETF besparbar ist, ist keine Eigenschaft dieses Finanzprodukts an sich, sondern das hängt vom gewählten Broker ab. Wenn du jetzt also vorhast, ETFs zu besparen und dir überlegst, dass du vielleicht auch mal einen eher ausgefallenen ETF kaufen und besparen möchtest, dann solltest du also schon bei der Auswahl deines Brokers darauf achten, dass der eine möglichst große Zahl von ETFs im Sparplan anbietet und dass die Sparpläne für dich sehr günstig oder im besten Fall sogar gebührenfrei ausgeführt werden. Das war's mit unserer Checkliste. Du solltest jetzt die wichtigsten Kriterien an der Hand haben, mit denen du ETFs auswählen kannst. Du hast sicher gesehen, eine Wissenschaft ist es nicht. Aber man sollte sich tatsächlich ein bisschen Zeit dafür nehmen und auch mal in die Dokumente reinschauen, auf die Webseite gehen. Man will ja im besten Fall einen ETF auswählen, mit dem man dann auch für lange Zeit zufrieden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg bei der Auswahl eures ETFs.